Herzlich willkommen zum zweiten Teil vom Getriebe und Kupplung ausbauen. Im Anschluss gibt es noch Infos über den E46 und der Spendenaktion. Viel Spaß! Jetzt muss noch das Hitzeschutzblech hier ab, damit ich an die Schrauben vom Getriebehalter rankomme. Das mache ich auch mit einer 10er Nuss. Schaut euch das mal hier an. Die Schalldämmung schläuft hier an der Kardanwelle. Das Getriebelager ist total porös, muss auf jeden Fall neu. Und die Hardyscheibe ist auch schon hier eingerissen, muss auch neu. Na, da kommt der Freude auf. Als nächstes den Halter für die Auspuffaufhängung ausbauen. Dafür schraubt man die 4 Schrauben hier, hier, hier und hier raus. Ich mache das mit einer 13er Nuss. Später beim Einbauen ist es wichtig, dass ihr das wieder so rum einbaut. Mit dem breiten Bund nach vorne. Sonst könnt ihr euer Hitzeschutzblech nicht mehr festschrauben. Jetzt schraube ich die Kardanwelle vom Getriebe ab. Dafür müssen die 3 Schrauben hier mit einer 18er Nuss rausgeschraubt werden. Ich halte die hier hinten mit einem 18er Schlüssel gegen. Als nächstes die beiden Muttern hier vom Mittellager mit einer 13er Nuss abschrauben und dabei die Kardanwelle hochhalten. Jetzt die Kardanwelle langsam ablassen und aus dem Getriebe rausziehen. Am besten die Kardanwelle so zur Seite binden, damit die nicht stört. Nächster Schritt, die Schaltstange vom Getriebe abmachen. Dafür zieht man die Sicherung hier ab und zieht die Schaltstange seitlich raus. Beim Wiedereinbauen sollte man die dünn einfetten. Als nächstes baue ich den Kupplungsnehmerzylinder aus. Dafür schraubt man die beiden Muttern mit einer 13er Nuss ab. Aber den Nehmerzylinder langsam entspannen, sonst könnte der Luft über die Dichtmanschette ansaugen. Am besten bindet man den zur Seite, damit er nicht im Weg ist. Jetzt noch den Stecker für den Rückwärtsgang abmachen. Da drückt man den Bügel runter und zieht ihn nach hinten ab. Das Kabel hier nur ausklipsen. Normalerweise sollte hier noch ein Querrohr sitzen. Hier fehlt das.
Aber wenn bei euch eins vorhanden ist, abbauen. Nächster Schritt, den Querträger vom Getriebe abschrauben. Dafür stützt man das Getriebe mit einem Getriebeheber ab. Jetzt kann man die 4 Schrauben mit einer 13er Nuss abschrauben. Nun das Getriebe langsam ablassen, aber nicht zu weit, nicht dass der Zylinderkopf an der Motortrennwand anliegt, beziehungsweise nicht auf die Heizungsanschlüsse drückt. Man kann auch oben eine Motorbrücke verwenden, um ganz sicher zu gehen. Als nächsten Schritt die zweite Schaltstange abnehmen. Dafür muss man die Sicherung mit einem dünnen Schraubendreher abheben. Die sieht man jetzt hier nicht. Und nach oben schwenken. Dann kann man den Lagerbolzen rausziehen. Ich zeige euch das mal im ausgebauten Zustand, da kann man das besser sehen. Der Lagerbolzen steckt ja so drin und die Sicherung hier ist auf dem Steg eingeklipst. Jetzt muss man mit einem dünnen Schraubendreher hier so drunter fahren und nach außen drücken und gleichzeitig nach oben. Dann ist es entsichert und man kann den Lagerbolzen rausziehen. Viel sehen kann man da leider nicht, man muss fast alles ertasten. So, als nächstes die 10 Schrauben ringsum vom Getriebe abschrauben. Hier kann man sie alle ganz schlecht zeigen. Darum zeige ich sie euch im ausgebauten Getriebe. Hier haben wir jetzt das ausgebaute Getriebe. Die 3 Schrauben müssen mit einer E11er Nuss rausgeschraubt werden. Hier ist noch eine M6er Schraube, die wird von der anderen Seite durchgeschraubt. Die schraubt man mit einer 10er Nuss raus. Und der Rest wird alles mit einer E14er Nuss rausgeschraubt. Bei den beiden muss man von der anderen Seite gegenhalten mit einem 16er Schlüssel. Da ist nämlich der Anlasser mit dran. An die 4 Schrauben hier oben kommt man ganz schlecht dran. Da empfehle ich euch, mit 2 langen Verlängerungen zu arbeiten. Damit geht es ganz gut. Alle Schrauben sind raus. Nicht vergessen, noch den Stecker von der Lambda-Sonde hier mit einer 8er Nuss abzuschrauben. Jetzt kann ich das Getriebe rausnehmen. So, Getriebe ist raus. Nächster Schritt, Kupplung ausbauen. Dafür schraubt man die 6 Imbusschrauben mit einem 6er Imbus hier raus. Jetzt gibt es ein Spezialwerkzeug, womit man das Schwungrad arretiert. Kann man sich jetzt kaufen, muss man aber nicht. Ich mache das immer so, dass ich mir eine von den unteren Schrauben nehme und die ordentlich hier reinschraube. Nun kann man einen großen Schraubendreher, Montierhebel oder was ihr gerade da habt, hier gegenhalten. Ich nehme Opas Schraubendreher. Ganz wichtig, die Schrauben über Kreuz jeweils eine Umdrehung lösen, bis die Tellerfedern der Kupplung entspannt sind.
Schaut euch mal die Druckplatte hier an. Wie angelaufen die ist. Und das 2-Massenschwungrad sieht auch nicht besser aus. Der muss ja zum Schluss noch einige Poserrennen gefahren sein, damit die so aussieht. Na egal, muss sowieso neu. So, das war's erstmal mit dem Ausbau. Jetzt geht's noch kurz weiter mit ein paar Infos. Kommen wir gleich mal zu dem E46. Ich mach's einfach kurz und schmerzlos. Der ist immer noch nicht verkauft, aber nicht schlimm, ich habe ja Zeit. So, nun zur Spendenaktion. Ich habe ja seit circa 8 Wochen Werbung auf meinem Kanal und das ist die Ausbeute. Ich zeige euch das mal anhand meiner Umsatzdetails. Ganze 96,53 € wurden mir überwiesen. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Aber da ich ja nur Werbung am Anfang und am Ende geschaltet habe und die auch alle überspringbar sind, war es ja klar, dass es nicht so viel wird. Ich danke jedem, der sich die Werbung angeschaut hat, vielmals. Denn jeder Euro zählt für die Kinder. Und ich habe natürlich den gesamten Betrag gespendet. Ist doch klar. Hier ist der Beweis. Ich habe es noch ein bisschen aufgerundet. So, das war's auch schon wieder von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Also, bis zum nächsten Mal, eure Gina.